Wattstunde. Solarpanel 120 WP Black Montage. Schraubenreiher hat Mittagspause. Ich, Leute, mache hier mal so ein Wohnwagenprojekt. Hier oben aufs Dach. Da kommt eine PV-Anlage. Ich habe mir gebraucht bei eBay Kleinanzeigen eine 100 Ampere Lithium-Polymer, was auch immer, Lipo-Batterie geholt und habe auch schon alles im Vorfeld verkabelt. Und jetzt kommt der Werner oben aufs Dach. Wir haben hier schon so ein kleines Video, kann man im Vorfeld sehen, wo wir den Wohnwagen gekauft haben, der eigentlich in einem sehr guten Zustand war, aber noch ein bisschen hübsch gemacht haben. Schöne bunte Schranktüren und nice Griffe. Hier diese Fliesengeschichte. Da noch eine Treppe gebaut für das Doppelbett oder Etagenbett für die Kinder. Die Polster fanden wir ganz geil, die haben wir behalten. Und so bastelt man immer mal mehr, mal weniger an so einem Projekt weiter. Und jetzt ist die PV-Anlage dran, weil ich war in Berlin auf dem Campingplatz Wilde Heimat. Wunderschöner Campingplatz, aber ich hatte überhaupt keinen Strom. Kühlung ist halt die eine Sache, da kann man irgendwie kicken. Ansonsten kann ich den Kühlschrank auf Gas laufen lassen. Das ist natürlich auch ganz geil. Was brauche ich? Ich brauche fürs Handy ein bisschen Akku. Ich brauche für den Laptop ein bisschen Ladung. Bedeutet, ich bin quasi autark. Ich bin autark. 220 Volt lasse ich dran für den Campingplatz, wenn man mal irgendwo normal steht. Aber falls man jetzt mal irgendwie, wie gesagt, auf Campingplätzen mit oder auf dem Zeltplatz. Ich habe auch Situationen gehabt, wo wir einfach auf dem Zeltplatz waren, weil Freunde im Zelt da waren und wir wollten nicht wie spießig da in einer Parzelle sitzen. Also kann man auch machen. Oh, Eis. Wattstunde. Solarpanel 120 WP Black Montage. Was ich hier mache, ich nehme mir einfach hier einen Metallbohrer. Damit bohre ich das Kunststoff auf. Und dann gehe ich durch das Aluminium aus dem Rahmen. Der Rahmen ist hoch genug, als dass man da irgendwie hier an der Seite durchgehen kann. Die Schrauben hier sind mitgeliefert mit solchen Unterlegscheiben. Die habe ich quasi hier reingelegt und so ein bisschen als Fokuspunkt, damit ich weiß, wie hoch ich schrauben muss. So, Loch ist drin. Bitte wechseln. Und die anderen mache ich einfach bing, bing. Bin eine ganz leichte Schräge, weil ich das gut fand. Hat keinen speziellen Grund. Ich mach das einfach. Und vielleicht bringt es irgendwas beim Ablauf oder so, keine Ahnung. Oder vom Winkel oder so. Wattstunde hat jetzt hier auch so eine ganz entspannte Montageanleitung. Die geben sogar hier so ein kleines Anrauungspad dazu. Hier hinten war ein bisschen steil mit dem Kabel. Ich habe jetzt hier 6er Querschnitt. Die Lötpunkte, die waren so hart geklemmt und gekrimmt, die habe ich gar nicht abgekriegt. Da musste ich die Kabel am Ende abschneiden und drauflöten. Ist vielleicht nicht die sauberste Lösung. Das könnte Wattstunde ein bisschen geiler machen, weil die Kabel, die montiert waren, die waren mit dieser Standard-Kabelverbindung. Und da hätte ich dann nochmal einen Adapter kaufen müssen. Weil ich stecke die ja direkt auf den Solarladerregler, aber so be it. I don't know. I don't care. Ist mir egal. Jetzt fängt es an zu regnen. Voll, weil ich wollte ja eigentlich aufs Dach. Also Isopropanol, das nehme ich um das Dach sauber zu machen. Hier oben drüber, da. Erstmal hier bei Fadi oben auf dem Dachboden oder bei Opa auf dem Dachboden und bei Fadi in die Garage gucken, ob man nicht vielleicht schon irgendeinen Sikaflex irgendwo rumfliegen hat. Oder Alkoholreiniger, wahrscheinlich geht auch Spiritus, Schmiergelpapier, all das. Dann muss man das vielleicht nicht alles im Set kaufen. Ich kaufe auch immer gerne Deppelt und du denkst, oh 20 Euro für so einen Kabelsalat, den du da einfach mitbestellst. Ja, 20 Euro. Bums, hast du das irgendwo rumliegen. Und das nächste Mal, wenn du die nächste Solaranlage machst, dann bestellst du wieder 20 Meter Kabel für einen Apfel und Ei, weil es zu kurz ist. Und hast aber eigentlich noch was auf dem Dachboden. So, es hat aufgehört zu tropfen. Ich gucke mal auf den Wetterbericht. Mitgelieferte Grip Tape. Mal voll drüber.
Und gleich kommt die Spritze. Ich hab jetzt vergessen. Nein! Hebe ich gleich wieder auf. Kann aber. So. Und gerade sitze ich hier. Viel besser, wenn man es zu zweit. Hier oben wird es durchgeführt, kommt dann da unten in die Ecke. Kein Kabelkanal bis nach unten führen, das wird super. Einmal hier durch und dann oben durch die Decke. Ich jetzt einfach mal hochbohren. Ich bohre jetzt ein Loch in das Dach. Das wird richtig bescheuert. Ja, das war leider ganz schön einfach. Viel zu einfach. Da sind die kleinen Löchlein. Ganz schöne Kabelstrecke bis da hinten rüber. Aber nun gut. So soll es sein. Ein durch, zwei durch, ein durch, zwei durch. Gespannt, ob ich das Gummi hier mit reinkriege. Guck an. Könnte auch passen, 2 Stück. Gut, dass sie extra ein zweites Gummi dazu gelegt haben, weil man natürlich dann mit einem anderen Durchmesser. Aber was ist das? 12 mm Durchmesser kommst du nicht durch. No chance. So, Kabel ist drin. Muss ein bisschen stramm ziehen. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich das hier ein bisschen anziehen lasse, den Kleber. Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Ich schiebe das mal erstmal durch. Hier eine dicke Wurst rein. Richtig fest drauf. 1 week later. Eine Woche später. Sehr viel Grün und Dreck oben drauf. Keine Ahnung, wie viel Strom das noch macht. Aber der Shit hier hält. Den kannst du auch nicht einfach so abreißen. Und auch, ich weiß nicht, ob es dicht ist. Beziehungsweise, ich weiß schon, dass es dicht ist. Nur es hat die ganzen Tage nicht geregnet. Ich kann da noch kein Urteil zu geben, ob das jetzt wirklich alles trocken ist oder nicht. Hier ist der Smart Solar Charge Controller MP120 mit Bluetooth gelöt. IP45. Das ist meine wilde Verkabelung. Ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Wichtig ist, glaube ich, dass man nochmal eine 20 Ampere Sicherung dazwischen knallt. Einfach, dass im Zweifel der Solarladeregler nicht kaputt geht. Und dann geht es hier auf die Versorgung. Das ist 120 Ampere, 12 Volt. Die habe ich gebraucht gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Ist schon ein paar Jahre alt, aber für die Verbraucher, die ich dran habe, muss das gar nicht so viel sein. Kühlschrank lasse ich über Gas laufen. Licht, Handy, all das kann ich hier anschließen. Sind ja eh meistens Kleinverbraucher. Und vielleicht tausche ich noch ein paar Glühbirnen aus, dass sie LED sind. Das ist ein Wechselrichter von Wechselstrom auf Gleichstrom. Den brauche ich, wenn ich am Landstrom angeschlossen bin. Der klemmt hier mit drauf. Den kann ich separat schalten, also an- und ausmachen. Bedeutet, wenn ich die Steckdose vom Campingplatz nutze, mache ich die Sicherung aus, mache den Wechselrichter an und dann ist sozusagen die Solaranlage lahmgelegt. Und was nicht passiert ist, dass das hier quasi über Landstrom geladen wird.
Das müsste dann nochmal ein separates Ladegerät bekommen, kostet auch wieder 200-300 Euro. Und was ich auch nicht habe, ist ein 220 Volt Wechselrichter von Gleichstrom auf Wechselstrom, um größere Verbraucher zu laden. Die habe ich nicht. Bedeutet, wenn ich autark stehe, kann ich die 220 Volt Dosen nicht nutzen. Das war ein weiteres Video von Spacey Bastelt. Ich hoffe, das hilft irgendjemandem, der jetzt sich unsicher ist, ob er jetzt durch die Alupaneele durchbohren soll oder nicht. Das war der Hauptgrund, warum ich das Ganze dokumentiert habe. Weil es kein Video gibt, wo einfach irgendjemand knallhart durch dieses Alu-Ding durchbohrt und die Scheiße dann aufs Dach klebt, sondern am Ende ich etwas verunsichert war. Peace.